Hallo zusammen, ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit. Im heutigen Video möchte ich mit euch über das Thema Vitamin D sprechen, genauer gesagt über die Einnahme. Das Sonnenvitamin ist sehr bedeutend für unsere Gesundheit, weshalb es gilt, ein besonderes Augenmerk auf den eigenen Vitamin D-Spiegel zu halten. Mittlerweile weiß man, dass bei vielen Krankheiten auch ein Vitamin D-Mangel im Spiel ist und dass Beschwerden sich bessern, wenn dieser Mangel behoben wird. Doch man sollte nicht irgendeine Dosis zu sich nehmen, sondern zuerst mit Hilfe eines Tests ermitteln, wie es denn um den eigenen Vitamin D-Spiegel steht. Wie ihr das macht, das erfahrt ihr in diesem Video. Zunächst möchte ich darauf eingehen, wie Vitamin D im Körper wirkt. Viele von euch kennen sicher längst die Wirkungen von Vitamin D. Deshalb fasse ich mich da kurz, damit wir dann anschließend gleich zur richtigen Vitamin D-Einnahme übergehen können. Die bekannteste Wirkung ist natürlich die knochenstärkende Wirkung. Vitamin D fördert die Calciumaufnahme aus dem Darm, unterstützt dann den Calciumeinbau in die Knochen und hemmt zusätzlich den Knochenabbau. Deshalb gibt man schon den kleinsten Kindern Vitamin D, um eine Knochenerweichung, die Rachitis, zu verhindern. Viel weniger bekannt ist, dass Vitamin D noch an vielen weiteren Prozessen im Körper beteiligt ist, etwa an den Abwehrreaktionen des Immunsystems. Seid ihr daher gut mit Vitamin D versorgt, stärkt ihr auf diese Weise euer Immunsystem. Vitamin D reguliert aber auch das Immunsystem, was bedeutet, dass das Vitamin bei Autoimmunkrankheiten wichtig ist. Genauso ist Vitamin D unverzichtbar bei degenerativen Beschwerden, wie Arthrose, aber auch bei unterschiedlichen Problemen, wie Diabetes, Bluthochdruck, Hashimoto, Depressionen, Asthma, Impotenz, Krebs, Demenz und vielen weiteren mehr. Ja, es ist sogar so, dass man bei fast allen chronischen Krankheiten einen Vitamin D-Mangel feststellen kann und die Optimierung der Vitamin D-Versorgung daher dringend zu jedem ganzheitlichen Therapiekonzept dazugehören sollte. Vielleicht wisst ihr schon, dass Vitamin D gar kein echtes Vitamin ist, denn Vitamine müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Vitamin D aber kann auch vom Körper selbst gebildet werden, und zwar mit Hilfe der UVB-Strahlung der Sonne. Allerdings klappt das in Mitteleuropa nur im Sommer, von etwa April bis September, und auch dann nur, wenn man sich nicht ständig mit Sonnenschutzmitteln eincremt, denn diese können die Vitamin D-Bildung hemmen. Im restlichen Jahr steht die Sonne zu tief, um ausreichend UVB-Strahlung zur Erde zu schicken. In Mitteleuropa kann man sich daher mit Hilfe der Sonne nur dann gut mit Vitamin D versorgen, wenn man sich in der warmen Jahreszeit wirklich sehr viel unter freiem Himmel aufhält, um seine Speicher so umfassend aufzufüllen, dass man damit gut über den Winter kommt. Vielen gelingt gerade aber das nicht. Denn meist hält man sich zumindest unter der Woche in geschlossenen Räumen auf und selbst gefüllte Speicher sind irgendwann einmal leer, sodass gerade im Frühjahr, wenn Grippe und sonstige Wellen grassieren, ein Blick auf den Vitamin D-Spiegel sinnvoll wäre. Übrigens wusstet ihr schon, dass Pilze wie zum Beispiel Champignons oder Shiitake eine wertvolle Vitamin D-Quelle darstellen können? Unter welchen Bedingungen das zutrifft, erfahrt ihr im passenden Artikel mit dem Titel Veganes Vitamin D aus Pilzen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Kommen wir nun dazu, wie man den Vitamin D-Spiegel messen lassen kann. Bevor ihr auf gut Glück irgendeine Vitamin D-Dosis einnehmt, solltet ihr überprüfen lassen, in welchem Bereich sich euer Vitamin D-Spiegel befindet. Erst dann könnt ihr berechnen, wie viel Vitamin D ihr nehmen müsst. Andernfalls könnte es sein, ihr nehmt zu wenig und euer Vitamin D-Spiegel reagiert nicht. Oder ihr nehmt vielleicht auch unnötig viel, was euren Organismus belasten könnte. Vielleicht ist euer Spiegel aber auch in Ordnung und ihr müsstet gar kein Vitamin D einnehmen. Daher immer erst messen und dann die passende Dosierung berechnen. Die Messung eures Vitamin D-Spiegels kann jeder Arzt und auch jeder Heilpraktiker vornehmen. Wenn ihr Beschwerden habt und euer Arzt der Meinung ist, ein niedriger Vitamin D-Spiegel könnte eine Mitursache dieser Beschwerden sein, dann wird der Test von den Krankenkassen übernommen. Andernfalls bezahlt ihr den Test selbst. Vitamin D-Tests könnt ihr auch im Internet bestellen. Der Test von Medivere beispielsweise, wir verlinken ihn euch natürlich unten in der Infobox, der kostet knapp 30 €.
Dazu sind lediglich ein paar Tropfen Blut nötig, die ihr der Anleitung entsprechend verpackt und dann einsendet. Nach wenigen Tagen könnt ihr das Ergebnis online abrufen, meist mit Empfehlungen, wie ihr weiter vorgehen sollt. Ihr könnt das Ergebnis aber natürlich auch mit eurem Arzt oder Heilpraktiker besprechen. Gemessen wird bei Vitamin-D-Tests stets das Calcidiol im Serum. Calcidiol steht für Vitamin D3, das auch 25-Hydroxyvitamin D3 genannt wird und die noch nicht aktive Speicherform des Vitamin Ds darstellt. Sie wird vom Körper dann selbst je nach Bedarf in das aktive Vitamin D umgewandelt. In manchen Fällen macht es Sinn, auch den Wert des sogenannten freien Vitamin Ds im Vollblut bestimmen zu lassen. Dieser Test kostet ebenfalls 30 € und wird grundsätzlich nicht von den Krankenkassen übernommen. Er muss auch mit dem Arzt abgesprochen werden. Online sind die Tests unseres Wissens nach noch nicht erhältlich. Beim herkömmlichen Vitamin D3-Test wird das freie, biologisch verfügbare Vitamin D gemeinsam mit dem gebundenen, also nicht bioverfügbaren Vitamin D bestimmt. Es kann also sein, dass ihr einen Vitamin D-Mangel habt, obwohl euer Wert ganz gut klingt. Gerade wenn es euch trotz eines ordentlichen Wertes nicht gut geht, wäre die Überprüfung des freien Vitamin Ds eine gute Idee. Bei einem Vitamin D3-Wert von über 50 Nanogramm pro Milliliter oder einem Wert von unter 20 Nanogramm pro Milliliter könnt ihr euch den Test des freien Vitamin Ds aber sparen. Denn bei einem Wert von über 50 ist das freie Vitamin D in 100% der Fälle in Ordnung. Und bei einem Wert von unter 20 habt ihr so oder so einen Mangel. Bei sämtlichen Werten dazwischen kann das freie Vitamin D aber wichtige Hinweise auf die Ausprägung des Mangels geben. Offiziell werden ja Vitamin D-Werte von 20 und darunter als Mangel bezeichnet. Wenn ihr also einen Wert von zum Beispiel 22 Nanogramm pro Milliliter habt, wird euer Arzt den Wert unter Umständen als in Ordnung einstufen. Bei Werten zwischen 20 und 30 aber ist das freie Vitamin D in 44% der Fälle zu niedrig. Obwohl also offiziell in diesem Fall alles in bester Ordnung zu sein scheint, stehen die Chancen für einen Mangel 50-50. Und auch bei Werten zwischen 40 und 50 ist das freie Vitamin D noch in 11% der Fälle zu niedrig. Euer Vitamin D-Testergebnis wird nun nicht immer in Nanogramm pro Milliliter angegeben sein, sondern vielleicht auch mal in Nanomol pro Liter. Die Umrechnung in die jeweils andere Einheit ist aber einfach. Wollt ihr Nanomol in Nanogramm pro Milliliter umrechnen, dann teilt ihr den jeweiligen Wert einfach durch 2,5. Im umgekehrten Falle multipliziert ihr natürlich mit 2,5. Nun, was ist ein guter Vitamin D-Wert? Sobald ihr euren Vitamin D-Wert habt, vergleicht ihr ihn mit den Referenzwerten. Ein guter Vitamin D-Spiegel sollte bei 40 bis 50 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D liegen. Werte von 20 bis 30 deuten auf einen Mangel hin, Werte unter 20 auf einen schweren Mangel. So, ich hoffe, ihr habt nun alle Informationen, die ihr braucht, um herauszufinden, wie es um euren Vitamin D-Spiegel steht. Im nächsten Video geht es dann darum, wie ihr herausfindet, was die richtige Dosis für euch ist, und da gebe ich auch Tipps zur richtigen Einnahme. Bis dahin alles Gute und bye bye!